Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Sarah, ich bin 34 und spät diagnostizierte hochfunktionale Autistin, Schrägstrich Asperger-Autistin. Und ja, ich habe gestern meine Diagnose gekriegt, also es ist noch ganz frisch. Und ich möchte heute mit euch einmal darüber reden, was Autismus eigentlich ist. Bevor wir darüber reden, was Autismus eigentlich ist, möchte ich euch einmal erklären, warum ich überhaupt da sitze. Also, ich habe bis jetzt ein ziemlich hartes und anstrengendes Leben gehabt, mit ziemlich vielen Aufs und Abs, ziemlich viel Unstetheit. Ich bin oft umgezogen, ich habe oft den Arbeitgeber gewechselt, ich habe oft die Beziehung gewechselt. Und das hat alles nicht so richtig Sinn gemacht. Und ich habe immer gewusst, es ist irgendwas anderes mit mir, aber ich habe nie gewusst, was. Und ich habe in meinem Kopf ein fixes Bild davon gehabt, was Autismus eigentlich ist. Und ich habe mich ziemlich getäuscht mit diesem fixen Bild, was Autismus eigentlich ist. Und deswegen möchte ich jetzt gern im deutschsprachigen Raum, vor allem in Österreich, anfangen, Bewusstsein dafür zu schaffen, damit einfach mehr Männer und Frauen oder Jungen und Mädchen ihre Diagnose früher bekommen und es dadurch im Leben leichter haben, weil sie einfach wissen, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie so ticken und vor allem auch, wie sie sich helfen können. Also es gibt Möglichkeiten, da, wie soll ich sagen, sich selbst zu unterstützen, dass der Alltag einfach leichter wird. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man das weiß. Aber wenn man es nicht weiß, ist es schwer. Und deswegen möchte ich jetzt gern erklären, was Autismus überhaupt ist. Also es ist laut Definition eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Genau. Man hat gern zu Autismus so ein Bild im Kopf, wie ein Autist ausschaut, was der macht, wie der sich verhält. Aber das ist in einem großen Teil der Fälle nicht so, wie man sich das vorstellt. Also diese Entwicklungsstörung betrifft das Gehirn. So wie ich mir das erklären habe lassen, ist es in der Schwangerschaft, passiert es in der Schwangerschaft, dass am Anfang der Schwangerschaft, na, das ist nicht richtig, am Anfang der Schwangerschaft ist nicht richtig, also dass halt in der Schwangerschaft irgendwann einmal, da passiert so ein schnelles Wachstum von Gehirnzellen. Und bei einem Autisten werden diese Gehirnzellen nicht wieder abgebaut, so wie bei neurotypischen, so nennt man die Menschen, die keinen Autismus haben oder zum Beispiel, also zumindest keine so eine Entwicklungsstörung. Es gibt ja noch mehrere Sachen, die nicht neurotypisch sind, aber eben bei neurotypischen Menschen wird es zu einem gewissen Grad wieder zurückgebaut. Ich habe so ein ganz interessantes Video gesehen von, ich glaube, einem Herrn Dr. Christian. Ich werde euch das gern verlinken und ich hoffe, ich finde es noch einmal. Wenn ich es noch einmal finde, verlinke ich es euch. Genau, dann findet ihr es irgendwo unten in die Kommentare oder in der Infobox oder sonst wo. Falls wer nicht weiß, wie man in die Infobox kommt, das habe ich ganz lange nicht gewusst, also da muss man auf den Text von der Beschreibung draufdrucken, mit dem Finger oder ich weiß nicht, wie es am Computer ist. Ich nutze YouTube nicht am Computer, vielleicht wahrscheinlich dann mit der Maus oder so, oder wird das anders angezeigt, keine Ahnung. Also dort findet ihr die Infobox. Genau. Und dadurch, dass das Gehirn sich anders entwickelt, also diese Nerven nie mehr zurückbildet, hat ein Autist eine ganz andere Wahrnehmung auf die Welt als ein neurotypischer Mensch. Und ich habe immer gewusst von mir, dass ich eine andere Wahrnehmung habe auf die Welt, das ist mir aufgefallen, aber weil ich so ein fixes Bild gehabt habe von Autismus, wäre ich niemals drauf gekommen, dass ich das selber habe. Genau, also wir gehen einmal noch in die Theorie, was Autismus ist. Also dieses Asperger-Syndrom,
So haben sie das vorher mal genannt, was ich jetzt habe. Heute sagt man hochfunktionaler Autismus oder Autismus-Spektrum-Störung, weil das Asperger-Syndrom ist irgendwie veraltet, das sagt man nicht mehr. Aber man kann sich darunter einfach noch mehr vorstellen als unter Autismus-Spektrum-Störung. Deswegen werde ich einfach der Einfachheit halber trotzdem seitenweise bei diesem Wort oder bei dieser Beschreibung bleiben. Also das ist ein Syndrom und das Syndrom zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Zusammenschluss von mehreren Symptomen ist. Also es gibt da eine gewisse Gruppe an Symptomen und wenn man alle diese Symptome hat, dann hat man eben das Syndrom. Und beim Asperger-Syndrom beziehungsweise beim hochfunktionalen Autismus sind es zum ersten Defizite in der sozialen Kommunikation. Also da ist zum Beispiel dabei, dass man Schwierigkeiten hat, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Was steht da auf meinem Zettel? Ungewöhnliche soziale Annäherung. Es gibt zum Beispiel Autisten, die, wenn sie mit einem Gleichaltrigen spielen wollen, hauen sie den zum Beispiel drauf. Also das wäre jetzt so eine ungewöhnliche soziale Annäherung. Verminderter Austausch von Interessen, Gefühlen und Affekten. So, da gibt es zum Beispiel, ganz viele Autisten haben auch ein Spezialinteresse, so ein großes Gebiet, das sie halt sehr interessiert und die wollen eigentlich nur über das reden. Und alles andere interessiert sie eigentlich mehr oder weniger nicht. Dann gibt es Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, also Gestik und Mimik nicht so einsetzen können oder nicht so verstehen können, wie das ein neurotypischer Mensch verstehen würde. Und Defizite in der Aufnahme und Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen. Genau, also sagt eigentlich schon selber alles. Und ja, also das klingt alles so kompliziert, aber das ist es nicht. Also wenn man jetzt ein Mensch ist, der so wie ich mit, wie alt war ich da, 30, umzieht und auf einmal gar keine Freunde mehr hat und es nicht schafft, Freunde kennenzulernen und dann vielleicht im Supermarkt Frauen anspricht, dann wäre das vielleicht ein ungewöhnliches, wie ist das da gestanden, ungewöhnliche soziale Annäherung. Ich weiß nicht, ob das darunter fällt, aber ich kann es mir vorstellen, dass es sowas ist. Es ist auf alle Fälle ungewöhnlich. Und ja, also da geht es eben auch viel um Beziehungen, also eben generell, dass man es schwierig hat, Freunde zu finden. Also ich war eben in meinem Leben ganz viel alleine, habe ganz viele Sachen alleine gemacht, die halt andere mit ihren Freunden oder Partnern gemacht haben. Die habe ich alleine gemacht. Und es liegt nicht ausschließlich daran, dass ich keine Freunde habe, sondern das liegt auch daran, dass meine Freunde halt einfach Partner haben und dann ist einfach die Zeit nicht so da. Und ja, was noch ist, dass mich oberflächliche Gespräche nicht interessieren, wo es auch, muss ich sagen, was schwerfällt, dann Freunde zu finden, weil es fängt mit oberflächlichen Gesprächen an und ich neige dazu, gleich ein tiefgründiges Gespräch mit jemandem haben zu wollen, den ich nicht kenne und dann deswegen Sachen von mir dem mitzuteilen, die eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht angebracht wären. Und ich glaube, das ist alles, fällt alles unter dieses Kommunikationsverhalten. Ja, was kann man dazu noch sagen? Genau. Körpersprache, Blickkontakt und Mimik. Ja, vielleicht, also wahrscheinlich kann ich sagen, dass ich das nicht so gut lesen kann. Ich kann ja ganz viele Sachen nicht verstehen, die jetzt irgendwie einfach sind, wenn sie nicht direkt ausgedrückt sind. Ich kann auch nicht verstehen, wenn mit mir jemand flirtet. Ich kann nicht verstehen, also ich weiß nicht, ist mir in der Vergangenheit schon ganz oft passiert, dass ich halt mit Männern gedacht habe über Freundschaft und im Endeffekt haben die das nicht so interpretiert und dass ich halt auch nicht gemerkt habe, wann ich selber flirt. Also in meinem Verständnis war ich einfach freundlich und dass ich auch nicht gemerkt habe, wenn jemand anders flirtet. Also das fällt alles da drunter. Dann der nächste Punkt war eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster.
Also da fällt zum Beispiel drunter, wenn man beim Putzen so sein Ritual hat, dass man immer dasselbe, also dass man es immer gleich macht. Das heißt zum Beispiel, ich beim Badezimmer putzen, da orientiere ich mich nach dem Klostein. Wenn dieser Klostein leer ist, ist das für mich das Zeichen, das Badezimmer zu putzen. Und da habe ich halt immer meinen gleichen Ablauf und das fällt sozusagen unter solche eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster. Also der Herr Magister, bei dem ich war zur Diagnose, hat das auch Zwänge genannt. Und genau, das sind halt einfach so Routinen. Manche sagen, das braucht das Gehirn, damit es einfach mehr Arbeitsspeicher frei hat für andere Sachen. Dass solche Sachen halt einfach automatisiert werden, damit man es leichter erledigen kann, ohne dass man halt aktiv drüber nachdenken muss. Weil natürlich, wenn ich für irgendetwas eine Routine habe, was ich immer gleich mache, dann ist es einfach leichter, gell? Also ich würde es jedes Mal anders machen. Und das spart dem Gehirn Kapazität. Da steht dann noch Festhalten an Routinen und Mustern, Schwierigkeit bei Übergängen. Also Übergang war jetzt zum Beispiel beim neuen Arbeitsplatz oder in einer neuen Schule anfangen oder von mir aus zu Hause irgendwie vom Platz aufstehen und hingehen zur Abwasch und das Geschirr sauber machen. Das wäre zum Beispiel ein Übergang. Das hat was mit den exekutiven Funktionen zu tun und bei dem tun sich Autisten schwer. Die meisten. Also ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, bei mir ist es auf alle Fälle so. Dann hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind. Genau, also da geht es halt wieder darum, das hängt irgendwie zusammen mit den exekutiven Funktionen, dass man halt etwas, was man interessant findet, halt einfach nicht sein lassen kann oder dass man sich da irgendwie zu sehr reinsteigert. Das kann nach meiner Erfahrung, so wie es in meinem Leben war, also so ein Hobby sein. Es kann irgendein interessantes Thema sein, über das man einfach alles wissen muss. Aber es kann aber auch ein Mensch sein. Also es kann genauso ein Mensch, so ein Spezialinteresse sein, wo man irgendwie ein erhöhtes Interesse hat und ziemlich fixiert ist und davon nicht ablassen kann. Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize ist auch ein Symptom von diesem Syndrom. Da gehört zum Beispiel dazu sehr erhöhtes Schmerzempfinden oder sehr verringertes Schmerzempfinden. Das habe ich zum Beispiel in meinem Inneren, also will ich mir jetzt den Fuß anhauen, dann tut mir das sehr wohl sehr weh. Aber hätte ich jetzt irgendwo in meinem Inneren, also in meinem Magenschmerzen oder in meinem Uterusschmerzen, dann würde ich das nicht als schmerzhaft empfinden. Das weiß ich auch erst seit dem Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung, dass es vermutlich daran liegt, dass ich 2 schmerzfreie Geburten gehabt habe. Also ich habe bei meinen Geburten keinen Schmerz empfunden, ich habe einen starken Druck empfunden und andere Körpersensationen, aber keinen Schmerz. Also ich war auch schon beim Arzt wegen gewissen internen Beschwerden und er hat mich gefragt, ob ich Schmerzen habe und ich habe gesagt, ich habe keine Schmerzen. Und er war schockiert. Er hat gesagt, das muss wehtun, das muss wehtun. Wie können Sie sagen, Sie hätten keine Schmerzen? Das muss wehtun. Genau, und auf andere Sachen reagiert man wieder hypersensibel, zum Beispiel auf Geräusche oder auf Gerüche oder auf Gefühle oder auf Licht. Das ist bei mir alles der Fall. Also ich reagiere auf alle Reize sehr empfindlich, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich auf Geräusche am empfindlichsten. Und es ist auch nicht jeden Tag gleich. Also das kommt drauf an, wie viel Gehirnkapazität gerade noch frei ist, das zu verarbeiten. Es ist, wenn ich morgens aufstehe, dann brauche ich das teilweise sehr ruhig, sehr leise.
was meine Kinder nicht so akzeptieren können. Aber das ist normal bei Kindern und ich habe einen Gehörschutz und ich habe auch so Ohrstöpsel, die ich mir reingebe, seitdem ich weiß, dass das der Grund ist, warum mir das so auf die Palme bringt. Da kann man natürlich dann was dran ändern. Wo ich dazu sagen muss, naja, man muss es ja merken, wenn man weiß, dass man nicht autistisch ist, dass einem das einfach zu laut ist. Ja, man müsste das merken, aber Autisten haben auch, oder ich, manche vielleicht schon, manche vielleicht nicht, also ich als Autist habe auch das Problem, dass ich meine Gefühle nicht wirklich ordnen kann in mir. Was mir aber auch erst klar ist, seitdem ich weiß, dass ich autistisch bin und eben von anderen Autisten beschrieben gekriegt habe, wie das bei ihnen abläuft. Und ich werde vorher nicht drauf kommen, weil einfach diese Fähigkeit, sein Körperinneres zu sortieren oder sein Gefühlsleben zu sortieren, so unter Anführungszeichen schlecht ist. Das dürfte auch mit dieser Hyposensibilität auf Reize irgendwie zusammenhängen. Also habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß gar nicht. Das dürfte halt damit irgendwie zusammenhängen, weil so wie ich halt Schmerzen innen nicht spüre, merke ich auch nicht im Augenblick, dass ich gestresst bin. Also ich merke das erst hinterher, so wie vor meinem Termin gestern zum Beispiel, war ich sehr gestresst und nervös. Und ich habe aber das erst hinterher wirklich gespürt, was das für Ausmaß gehabt hat. Also ich bin mit dem Termin weg und war mal frühstücken und dann habe ich erst gemerkt, wie viel mehr sich mein System entspannt hat. Also es ist die Kommunikation zwischen, ich glaube Interozeption heißt es, also das Gefühl, das was im Körper passiert und im Gehirn, die Kommunikation funktioniert nicht recht. Genau, so viel dazu. Die Symptome, also das waren diese zwei Bereiche, das ist so eine Zusammenfassung von den Symptomen und die Symptome müssen bereits in der Kindheit vorliegen und sie müssen klinisch bedeutsames Leiden verursachen. Also wenn man jetzt alle diese Symptome hätte, aber man würde nicht darunter leiden, dann wäre das kein Grund für eine Diagnose Autismus-Spektrum-Störung. Die Symptome können nicht besser durch intellektuelle Beeinträchtigung oder Entwicklungsverzögerung erklärt werden. Genau. Das ist die Beschreibung von dem hochfunktionalen Autismus, Asperger-Syndrom und Autismus-Spektrum-Störung. Also da ist überall ein Schrägstrich dazwischen, das ist alles dasselbe, es sind nur verschiedene Ausdrücke dafür. Und das war's einmal soweit dazu. Ja, also Autismus ist ein höchst missverstandenes Gebiet, höchst missverstanden. Und es ist sehr, sehr wichtig für mich jetzt, da ich weiß, dass ich Autistin bin und da ich vermute, dass es ganz viel gibt da draußen, die auch autistisch sind und es nicht wissen und es auch nicht von allein merken werden oder von allein draufkommen werden, so wie ich habe mich mein ganzes Leben schon gefragt, was eigentlich mit mir los ist. Und ich habe wirklich in meiner Kindheit zu anderen Planeten gebetet, dass meine außerirdischen Verwandten doch kommen mögen und mich hier abholen, weil ich hier offensichtlich fehl am Platz bin. Und es ist kein schönes Gefühl. Und wenn man wüsste, man hätte Autismus, dann könnte man daran natürlich was ändern. Es ist auch so, dass ich die starke Vermutung hege, dass zumindest mein ältester Sohn, der ist jetzt 4, auch Autist ist. Und diesen Verdacht habe ich bei ihm eigentlich schon vom Säuglingsalter an gehabt. Also ich habe jetzt dazwischen was erzählt von meinem Sohn, aber ich glaube, ich mache das einfach extra in einem anderen Video. Das ist ein eigenes Thema und deswegen schneide ich das hier raus
Nur, dass ihr wisst, um was es geht. Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich schneiden. Und ich freue mich voll, dass ihr das Video eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr verbreitet es einfach und ihr interessiert sich dafür, was Autismus eigentlich wirklich ist. Genau. Und Autismus hat kein Aussehen. Also man kann nicht sagen, man sieht es dir nicht an oder man merkt es dir nicht an. Es ist eine Veränderung im Gehirn und das kann man natürlich außen nicht sehen. Und das kann man auch ganz oft im Verhalten nicht sehen, weil wir ja alle irgendwie als Kinder lernen oder unser ganzes Leben lang lernen, wie wir mit der Gesellschaft umgehen und wie wir uns am besten anpassen. Deswegen ist das schwer ersichtlich. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr einfach euer bestes Leben leben könnt und ich wünsche mir das auch für mich. Und ich sage danke für heute. Ich werde jetzt gleich noch ein Video aufzeichnen. Und ich sage danke dabei. Und super, dass ihr euch das angeschaut habt. Bussi, Bussi, Baba.